Hallo. Sie gehören auch zu den Leuten, die bereits alles über den Islam wissen. Sie sind also auch Islamexperte. Na, dann dürfte das folgende Spiel für Sie ziemlich einfach werden. Eine Gruppe noch unwissender Testpersonen ihrer Zahl 8 teilte sich in 4x2 Probanden. Ihre Aufgabe bestand in der Inaugenscheinnahme 3 Fakten muslimischen Inhalts. Besagte Testpersonen wurden betreffs Vorhandensein eines falschen Faktes belehrt. Der Befehl lautete, jenen Fakt aufzuspüren und als unwahr zu deklarieren. Ich wünsche gute Unterhaltung. Saudi-Arabien hat prozentual gesehen mehr Frauen im Parlament als die USA. In Afghanistan sind prozentual gesehen mehr Frauen im Parlament als in Frankreich. Vielleicht ist das auch wieder ein Trick. Oder Algerien hat mehr Frauen im Parlament prozentual gesehen als Österreich. Ja, also das auf jeden. Algerien hat auf jeden. Österreich, ich glaube, da geht noch gar nichts, was Frauenrechte angeht. Aber die wir sind völlig ja zu Ende. nicht. Saudi-Arabien hat ja ein Parlament mittlerweile, ne? Oder? Ich glaube, Algerien hat mehr als Österreich. Glaube ich auch. Und Afghanistan, die haben bestimmt eine Quotenregelung oder so, sonst würde es gar keine Frauen geben. Also in Saudi-Arabien dürfen Frauen nicht mal Auto fahren. Also ich glaube nicht, dass die jetzt irgendwie... Algerien könnte ich mir gut vorstellen, dass die mehr als Österreich haben. Weil da haben die Frauen ja auch so eine krasse Rolle im Krieg gespielt, im Unabhängigkeitskrieg. Und in Österreich ist noch dieses Altherrendenken. Das glaube ich auch. Nehmen wir beide jetzt A und das Wahrscheinlich wieder ist so es ein dann blöder C Trick, in so Wirklichkeit. voll der Trick. Wetten? Was denkt ihr? Saudi-Arabien, Nee, weil die nehmen wir dürfen, mal A. die dürfen Ich ja hab nicht auch mal A Auto genommen, ich hab auch fahren. A Wie sollen die genommen. denn Nehmen wir beide A? wie sollen die ins Parlament kommen? Wir sollen die ins nicht mal Parlament Auto kommen, wenn sie nicht fahren Auto fahren können. Genau. Ich entscheide mich für Afghanistan. C. Ich nehme C. Ich nehme B. Marcel entscheidet sich für B. Für B. Afghanistan und Frankreich. Ich nehme B. Und Dulgo nimmt auch B. Müssen wir uns jetzt hauen? Wow. Müssen mit Frauen besetzt sein. Top. Gleichberechtigung, meine Damen und Herren. Wir haben sich echt schwere Sachen rausgesucht. Ja, total. Da haben wir wohl ein falsches Bild von Saudi-Arabien. Erwischt. Anscheinend. Erwischt. Algerien hat prozentual weniger Frauen im Parlament als Österreich. Das wäre absolut irre. In Deutschland gibt es aktuell 6.300 Moscheen. Das stimmt doch ja nicht. Im Jahr 1731 wurde die erste deutsche Moschee errichtet. In Deutschland haben Moscheen nur den Status eines Vereins und stehen auf der gleichen Stufe wie ein Fußballverein oder Schach. Ja, das stimmt. Spielt ihr da auch immer Schach? Ich war noch nie in einer. Ich weiß es nicht. Also du noch nie in einer Moschee. Ich war noch nie in einer. Bei uns in der Moschee spielen die immer Billard. Und okay, kennst du okay? Rummy Okay. Club heißt das. Ja, ich hasse das. Du nicht so, wir waren zusammen in der blauen Moschee. Aber sie haben da kein Hockey gespielt. Ja, na und? Ja, ich war schon mal in einer Moschee. Ja, okay, ich gebe es zu. 6300 Moscheen in Deutschland? A ist, glaube ich, falsch. So stark sind wir noch nicht islamisiert. Da müssen wir noch dran arbeiten. A ist falsch. Es sind mehr Moscheen. Ich würde sagen, B ist falsch. Ja, ich sag auch B. Ich glaube, in der Zeit waren noch nicht so viele Muslime hier, dass sie eine Moschee errichten, glaube ich. Es gibt mehr Moscheen als 6.300. Nein, es gibt deutlich weniger. Oh, okay. B ist richtig. Weißt du das? Ja gut. Ja gut, ich glaube Nemi liegt richtig. Super. Aber nicht ganz, Nemi. Du liegst nicht ganz richtig. Es sind nämlich deutlich weniger. Ach so, nicht mehr? Ich dachte, es wären mehr. Ich dachte, wir sind bei 12.000 oder so. Nee, es sind 2.500 Moscheen in Deutschland. Okay. Frankreich hat 2012 mehr Flüchtlinge aufgenommen als Indien. Der zweite Fakt, Jemen hat mehr Flüchtlinge aufgenommen als Kanada. Oder stimmt es vielleicht, dass Libanon mehr Flüchtlinge aufgenommen hat als Deutschland? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Franzosen mehr... Nehmen die überhaupt Flüchtlinge auf? Das ist doch eine Fangfrage, oder? Ja. Okay, also der Libanon hat auf jeden Fall mehr Flüchtlinge aufgenommen. Das ist dann mit den meisten. Libanon und Deutschland weiß ich, das ist auf jeden Fall richtig. Achso, was falsch ist. Was falsch ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass... Ja,
Aber wer will nach Indien flüchten? Also weil den Leuten geht es ja nicht gut. Also der Grund, warum die meisten Leute flüchten, ist ja, weil sie vor irgendwas flüchten. Und dann in Indien Zuflucht zu suchen? Ich will einfach mal sagen, Jemen größer Kanada, würde ich sagen, ist falsch. Glaubst du? Einfach so. Ich glaube, die Araber-Mentalität, die sind eher härtlicher. A. Ey, Ich sage A. C? B. Ist falsch. B ist falsch. Florian sagt, Mimi nimmt A. Clemens, willst du B haben? Ich bin B. Wuhu! Sehr gut. Ja, 1-0. Frankreich hat mehr Flüchtlinge aufgenommen als Indien 2012. C ist richtig. C ist nämlich der Fake. Libanon hat nämlich 2012 knapp 15.000 Flüchtlinge weniger aufgenommen als Deutschland. Oha, und du bist Libanesin. Sag mal, was hast du für Wurzeln in dir? Wurzeln? Ja, was hast du noch für Wurzeln? Aus Preußen. Also eine Sache weiß ich auf jeden Fall, dass sie richtig ist, aber bei den anderen... Nicht stimmt, weil ich meine, mich erinnern zu können, dass sogar Türken in der SS waren. Er hat gewonnen! Nee! Zu Libanon ist falsch, weil da gibt es ja unter anderem die rassistischen Gesetze gegenüber den Palästinensern. Falsch. Oh Mann, wegen dem Balkan. Es sollten mittlerweile... Ich glaube eher, in Iran ist es so, konservativ so. Frauen zu Hause am Herd. So wollen die Männer sehen. Okay.